Hallo meine Lieben, heute habe ich mal wieder ein kleines Nähprojekt für euch, weil ich brauchte dringend eine neue Hülle für mein iPad und ja, da wollte ich euch mitnehmen und euch zeigen, wie man das super einfach machen kann, nämlich mit genau nur 3 Nähten. Ja, das wollte ich euch heute zeigen und da könnt ihr natürlich die Größe dann auf das anpassen, was ihr habt, ob das ein E-Book-Reader ist oder sowas in dem Stil. Ich mache es eben heute fürs iPad und mehr dazu seht ihr auch gleich nach dem Intro. Ich habe das Ganze auch schon zugeschnitten, erkläre euch aber kurz, wie ich das berechnet habe. Ich habe ganz einfach, also mein iPad hat die Tastatur dran, ne? Das ist das eine, und auch den Stift, den habe ich mit einkalkuliert, dass der dann natürlich auch Platz hat. Und dann bin ich hier einfach einmal ringsherum, habe das abgemessen, wenn ich hier mal ringsherum gehe, ne, wie viel das ist. Das waren bei mir 59 cm. Dann habe ich einfach noch plus 1 cm dazu genommen als Reserve, damit es dann auch gut Platz hat. Bin ich auf 60 gekommen. Jetzt brauchen wir eine Vorder- und Rückseite, deshalb habe ich das zu 2 gerechnet, das sind 30 cm. Dann habe ich oben eine Nahtzugabe von 1 cm und unten von 2,5 und deshalb sind die 30 plus 1 plus 2,5, bin ich bei 33,5. 33,5 ist somit die Länge von meinem Stoff. Dann habe ich dasselbe gemacht, eben da wo der Stift liegt, habe ich da einfach ringsherum gemessen, ne, wie viel das ist, und das waren bei mir 47 cm plus auch diesen 1 cm Reserve war ich bei 48, das durch 2, weil wir eben vor der Rückseite sind wir bei 24, dann habe ich auf diesen beiden Seiten habe ich 2,5 dazu, das heißt 24 plus 2,5 plus 2,5 gibt 29 und somit ist die kurze Seite hier 29 cm. Und ihr seht nach oben, weil ich werde es umschlagen, hier ist die Öffnung, da wird auch keine Kappe drauf sein, sondern ich brauche nur was, wenn ich das in den Rucksack reinstelle, dass die Seiten geschützt sind und hier auch da, wo das iPad geladen wird, und insgesamt, ich mag das einfach nicht, das so in den Rucksack reinzumachen, weil ich die Kamera natürlich auch noch habe. Ich möchte den Stift nicht verlieren, plus ich möchte nicht, dass hier Fussel reinkommen. Deshalb mache ich einfach so eine Einsteckhülle. Und ja, so könnt ihr das wirklich auch selber berechnen für das, was ihr da rein machen wollt. Und somit habe ich 2 Außenstoffe, 2 Innenstoffe, je mit diesen 29 cm x 33,5 cm geschnitten, und die Flieseline habe ich dann einfach 1 cm kürzer oder ja kleiner, das heißt 32,5 x 28 cm. Vom Stoff her, ich war ja bei Creando und hatte da eine super coole B-Ware gefunden und die dadurch auch so ein bisschen gefüttert ist. Ihr könnt natürlich auch einen normalen Stoff nehmen und da eine Einlage dran nähen. Könnt ihr auch selber machen. Ich fand das super, weil das schon wunderbar so vorbereitet ist. Da kommt dann am Schluss auch noch ein Plot drauf. Das wird bestimmt ganz cool aussehen. Den habe ich eben zweimal Außenstoff, dann habe ich innen so das Grau wieder aufgenommen mit Sternchen. Da habe ich einfach geguckt, etwas, was gut rutscht, weil ich ja das iPad da reinschieben will und wieder rausziehen will. Von dem her habe ich hier einen Baumwollstoff zweimal. Dann habe ich hier eine 320er Flieseline und dann habe ich noch so eine Einlage, die auf beiden Seiten klebt. Das heißt, die Außenstoffe können wir mal beiseite legen, die Innenstoffe drehe ich beide auf rechts. Und was ich da mache, ist zuerst die Flieseline, die erst 320er, da drauf zu machen, schön mittig. Und dann müsst ihr natürlich gucken, es hat eine Seite, die rutschig ist, und eine Seite, da spürt ihr auch, dass da der Kleber drauf ist, die muss natürlich zum Stoff hingucken. Das heißt, die beiden, und wenn ich die aufgebracht habe, bringe ich die hier auf und da seht ihr das hoffentlich auch. Also ihr habt eine, das sieht aus wie Backtrennpapier, und die andere Seite
ist so ein bisschen glänzend. Also ihr seht es auch, das ist diese Klebeschicht. Die macht ihr dann drauf, bügelt die fest und dann könnt ihr auch hier den Träger dann auch schon abziehen, damit nur noch der Kleber auf dem Stoff drauf ist und das natürlich bei beiden. Das heißt, die beiden Teile bereite ich schon mal so vor. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte euer Stoff jetzt in etwa so aussehen. Der ist jetzt fast ein bisschen unangenehm, weil er diese Klebeschicht oben drauf hat. Fühlt sich fast ein bisschen beschichtet an. Da solltet ihr jetzt natürlich nicht mit Hitze drauf, weil das ist noch jetzt ein freigelegter Kleber. Und die Schicht, die ich abgezogen habe, das ist wie ein Backtrennpapier. Das behalte ich jeweils, weil das hilft mir jetzt dann gleich auch beim Nähen. Weil wir legen die ganzen oder die beiden Teile jetzt rechts auf rechts. Wenn euer Stoff ein Muster drauf hat, dann wäre das hier jetzt oben, ne? Und hier verwende ich jetzt eben das Teflon-Füßchen. Aber das wird alleine nicht ausreichen und deshalb lege ich mir hier einfach von dem Papier hier drauf und nähe quasi übers Papier drüber. Und das kann ich dann nachher wunderbar an der Naht wegziehen. Das heißt, diese beiden am Anfang verriegeln. Ich nähe das so ein bisschen Breite hier einmal runter. Eben am Anfang verriegeln, am Ende verriegeln und das bei beiden Teilen. Das heißt nur hier oben. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Und wenn ihr eben das Backtrennpapier drauf habt, ne, da kann man wunderbar das ganz einfach, das ist, ob es perforiert wäre, kann man das wunderbar nachher wieder ablösen. Ich merke gerade, dass ich geschummelt habe. Das sind gar nicht 3 Nähte, sondern es sind 4, weil das sind ja je eine. Ne? Habe ich mich ein bisschen verzielt, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Jetzt lege ich die beiden so aufeinander, dass hier links auf links ist und arbeite hier oben das so ein bisschen aus. Dass das wirklich schön liegt, diese Naht. Ich mache es jetzt hier von der Vorderseite, weil da sehe ich es am besten. Ihr könnt diese Naht nachher noch abnähen, ne, hier drüber. Für mich, ich finde es bei mir jetzt nicht so schön, weil das Muster in eine andere Richtung geht, fände ich das hier oben nicht so schön, wenn ich das abnähen würde. Von dem her ist das Einzige, was ich jetzt mache, quasi, wir haben ja hier jetzt den Klebestoff drauf, ne? Also das hier ist Kleber. Das heißt, das klebe ich jetzt alles schön runter auf den Stoff. Dann sollte ich hier oben auch eine schöne Kante bekommen. Und das natürlich bei beiden Teilen. Dann sind die beiden schön fest gemacht und jetzt gehe ich da eben mit der Hitzepresse drauf und bügle das noch fest, damit die aneinander haften. Dann bin ich gleich wieder zurück bei euch. So, und dann sieht das nämlich auch innen schon extrem cool aus. Es hat so diese Musterung quasi übernommen, weil das aneinander geklebt ist. Und hier unten habe ich ganz einfach die Ecken noch so ein bisschen abgeschrägt, weil das iPad ist ja auch so ein bisschen nicht abgeschrägt, sondern abgerundet, ne? Das bei beiden Seiten natürlich. Und oben, wie gesagt, ich finde den Abschluss so wunderbar. Ihr könnt da, wenn ihr wollt, da auch noch drüber nähen. Aber das mache ich bei mir nicht, sondern ich lege jetzt beide rechts auf rechts aufeinander. Und das Allerwichtigste ist, dass hier oben die Naht wirklich schön abschließt. Da werden wir natürlich nicht nähen, aber ringsherum werden wir nähen. Now I'm drinking from the bottle as I do.
It's like a long dream. Und hier wechsle ich jetzt auch wieder zurück aufs normale Füßchen, weil ich habe oben und unten Baumwolle, da läuft es wunderbar drauf. Und hier nähe ich dann einfach Nähfüßchen breit über, also entlang dieser ganzen Kante, hier in die Rundung, dann hier wieder hoch, bis ihr hier wieder angelangt seid und natürlich am Anfang und am Ende verriegeln. Und das nähe ich kurz und dann gucken wir uns noch den letzten Schritt quasi an. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me. Every time I see one's a destroyer and one is a warrior, fighting hard to be the better part of me, the better part of me, the better part of me. Another day, another rhyme, trying to sugar. Und wenn ihr das gemacht habt, dann solltet ihr hier jetzt quasi schon eine Tüte haben oder so eine Einstecktasche quasi. Und ich gucke jetzt einfach ringsherum, dass ich hier wirklich nur einen halben Zentimeter habe. Und wenn das mehr sein sollte, schneide ich das einfach noch ab. Reconcile, so I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. Plus, was ich hier auch mache, ich mache so kleine Zacken rein. Wird zwar ein bisschen schwierig bei der Menge Stoff. Einfach nicht in die Naht reinschneiden, aber einfach so den Stoff ein kleines bisschen einschneiden. Dann legt er sich nachher auch so ein bisschen besser. Und jetzt kann man das Ganze wenden, weil damit wir einen schönen Abschluss bekommen, nähen wir jetzt hier quasi dann von außen 1 Zentimeter das Ganze ab und damit verstecken wir hier diese unschöne Kante in der Naht drinnen. Auch die Ecken schön ausarbeiten. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir das Ganze nochmal abnähen. Genau, gleich nochmal. Diesmal aber würde ich hier wirklich gucken, 1 Zentimeter Nahtzugabe. Ihr könnt auch nochmal kontrollieren, ob ihr da wirklich genug Platz habt. Ich habe da ordentlich Platz. Also von dem her mache ich das auf jeden Fall mit 1 Zentimeter Nahtzugabe. Das heißt, ich fange hier oben an, verriegle und nähe dann hier ringsherum alles ab. Jetzt haben wir natürlich einen Stoff, der weder oben noch unten wirklich schön läuft. Von dem her werde ich jetzt einfach unten und oben ein Backtrennpapier drauf machen, damit ich da wunderbar arbeiten kann. So, meine Lieben, ich muss jetzt hier kurz ein bisschen kreativ sein, weil immer wieder schön, wenn man so eine Option hat oder eine Variante hat, wo ich habe einen Prototyp gemacht und da konnte ich das wunderbar von der Seite abnähen. Ja, und habe das aber oben anders gemacht und das hat mir einfach nicht gefallen. Deshalb wollte ich euch heute diese Variante zeigen. Ich dachte, das ist eine Verbesserung, aber meine Maschine zumindest mit dem dicken Material, was ich habe, da kann ich, wenn ich das umgeklappt habe, kann ich hier nicht entlang nähen. Das funktioniert bei mir einfach nicht, es ist zu viel Material. Und deshalb wird es jetzt bei mir ein bisschen bunter als geplant, aber sieht ja wahrscheinlich auch ganz cool aus. Ich muss ein Schrägband machen, weil, anders kriege ich es nicht gebacken, dass ich hier einen schönen Abschluss bekomme. Von dem her klappe ich das hier ab, am Anfang um,
dann lege ich das hier quasi an meine Naht dran und nähe hier der Naht, wo ich das alles schon genäht habe, noch einmal ab mit diesem Schrägband. Und wenn ich das genäht habe, kann ich das nämlich wunderbar umkippen oder umschlagen und das von der anderen Seite auch nochmal abnähen. Und so haben wir dann innen drin auch einen schönen Abschluss. Muss ich das so machen? Ist völlig okay. Wir sind ja flexibel. Ich will euch einfach nicht was zeigen, was dann bei euch nicht funktioniert. Das wäre dann auch schade. Das heißt, ich klippe mir das hier kurz fest. Bis hier. Und dann klippe ich das weiter an. Das heißt, ich fange hier oben an, verriegle und nähe dann hier einfach alles mit dem Band einmal ringsherum bis zum anderen Ende. Lasse da auch so ein kleines Stückchen stehen und verriegle oben dann auch wieder. Und dann klappe ich das hier ein und das Ganze um die Naht herum und nähe das dann von der anderen Seite nochmal ab. War natürlich mal wieder so, dass meine Kamera gestreikt hat. Sorry für das letzte Stück, aber ich habe ganz einfach, also die eine Seite habe ich mit einem normalen Nähfüßchen gemacht und die andere mit einem Kantennähfuß, weil dann kann man das schön einstellen und der läuft dann der Kante quasi entlang. Jo, und ich muss ehrlich sagen, dafür, dass es nicht so vorgesehen war, finde ich das eigentlich ganz witzig, dass ich hier jetzt diesen quasi Farbakzent innen drin habe. Jetzt kann ich das Ganze wieder wenden. Dann habe ich meine Tasche so. Gucken wir kurz, ob das jetzt viel zu groß ist. Die hat schon eine ordentliche Größe jetzt. Also wenn ihr es so mit diesem Band macht, könntet ihr tatsächlich von der Breite her sicher 2 cm könntet ihr da weniger machen. Das wäre durchaus ausreichend. Jetzt habe ich 2 Hüllen, eine ein bisschen zu groß und eine ein bisschen zu klein, ne? Ja. Ich muss trotzdem nochmal zurückkommen, weil ihr kennt mich ein bisschen. Wenn es nicht gut wird oder wenn es nicht wirklich passt, dann kann ich es trotzdem nicht sein lassen. Das heißt, ich habe hier auf der Seite einen 2 cm Streifen einfach abgeschnitten und das quasi nochmal zusammengenäht und dann das Schrägband drauf genäht. Damit ich jetzt auch eine Größe habe, die passt, weil sonst wäre das irgendwie doof gewesen, dann hätte ich es auch nicht genutzt, weil es einfach zu groß war. Das heißt für euch ganz einfach, wenn ihr das macht, dass ihr da, also wenn ihr es so macht wie ich jetzt mit dem Schrägband, weil ihr einen relativ starren Stoff habt, wo ihr mit der Nähmaschine dann nicht das zweite Mal von außen vernähen könnt, dass ihr da ganz einfach die Stoffe insgesamt einfach 2 cm kleiner macht. Und dann sollte das auch wieder passen. So, ne? Und jetzt wunderbar. Genau die Größe soll es für mich haben. Wenn euch das nicht gefällt, dass es hier oben offen ist, könnt ihr auch eine Art Lasche machen. Ich wollte das wirklich einfach genau so haben, dass ich das einfach in der Tasche so aufbewahren kann, dass ich das einfach in die Tasche quasi stellen kann und aber das iPad zusammen mit dem Stift wunderbar auch wieder rausnehmen kann. So, jetzt kommt oben noch ein Plot drauf. Ich habe hier ein Motiv von Creative Fabrica, was ich ganz cool finde. Do what you love, love what you do.
das implementiert oder reingeholt über Hochladen und habe es auch schon gespiegelt, damit es richtig ist, und dann kann ich auch schon auf Herstellen gehen. Die Größe habe ich einfach geguckt, bei mir sind das ca. 15 cm, wo ich das passend fand. Kann ich sagen, auf der Schneidematte bestätigen, dann weiter, dann meine Joy auswählen, Everyday Iron On, muss ich noch kurz die Matte vorbereiten, Flexfolie wie immer, das Glänzende ist, oder Aufbildfolie, das Glänzende ist, guckt nach hinten oder nach unten, bringen wir das hier auf die Matte auf. Ich das auch schon laden. Und ich kann sagen, los. Wunderbar, wenn er fertig ist, kann ich sagen, okay. Und dann war es das schon mit dem Plotter. Und kann ich das, was zu viel ist, hier kurz wegschneiden, damit ich das für ein anderes Projekt noch verwenden kann. Und das Ganze noch entgittern. Kontrollieren, ob ich alles rausgeholt habe, was da nicht drin sein soll. Das ist der Fall. Und ich verwende hier gerne die Mini Heat Press, weil ich versuche, das Kunstleder so gut wie möglich zu schonen. Und ich will auch, dass das möglichst hier in quasi diese Nähte reingeht. Kurz gucken vom Platzieren her, damit das stimmig ist. Und dann nehme ich auf jeden Fall noch ein Stück Backtrennpapier, dass ich da eben nicht direkt mit der Hitzepresse hier auf die Bereiche komme. Kann man in der Mitte so ein bisschen anfangen. Und das haftet schneller hier auf dem Kunstleder, als das bei Stoffen oder T-Shirts der Fall ist oder Hoodies. Ich gehe jetzt einfach mal so drüber, dass zumindest das Ganze schon mal haftet. Und ich die Übertragungsfolie oder die Trägerfolie abziehen kann. So. Und jetzt kann ich da das noch ein bisschen besser ins Leder einarbeiten. Ich habe jetzt einfach kontrolliert, ob es sich überall schön in diese Gruben oder in diese Nähte reingelegt hat. Das ist der Fall. Und so finde ich, hat das doch einen wirklich mega coolen Effekt, weil es eben schön in das Material reingeht oder in die Nähte reingeht. Macht natürlich auch nur Sinn mit etwas größeren Sachen, mit kleineren Sachen sieht das dann sehr wahrscheinlich nicht so doll aus. Und einfach, dass ihr
so aus meinen Sachen lernen könnt, die ich gelernt habe. Na, ihr seht, beim ersten Beispiel hat das funktioniert, hier mit dem Umnähen. Das heißt, dass ich das zuerst rechts auf rechts zusammengenäht habe, dann umgeklappt habe und von außen auch nochmal abgenäht habe. Heute wollte er irgendwie nicht mehr, was aber gar nicht so schlecht ist. Von dem her konnte ich hier ganz einfach noch diesen kleinen Farbakzent setzen und das innen mit einem Schrägband quasi abnähen. Finde ich wirklich cool jetzt so im Nachhinein. Ja, aber einfach, damit ihr es dann von Anfang an dann auch das richtige Maß habt und hier nicht wie ich dann so einen Streifen abschneiden müsst und das nochmal machen. Wenn ihr einen Stoff habt, wo ihr die Variante machen könnt, wo es sich umlegen lässt, da habe ich eben vom Maß her, von der Breite vom Außenstoff 29 cm, Höhe 33,5 cm. Und die Flieseline dann einfach 1 cm kleiner. Das ist das, was ich hier gemacht habe. Hier würde ich dann eben 2 cm auf der Seite kürzer gehen. Das heißt, ich würde trotzdem die 33,5 cm nehmen, aber von der Seite her, weil wir es eben nicht nochmal umlegen nach außen, würde ich hier auf jeden Fall nicht 29, sondern 27 cm nehmen, weil sonst wird das Ding ganz einfach zu groß, weil wir nehmen ja hier Material weg, dadurch, dass wir es einmal nach innen legen und dann wieder nach außen legen. Und hier haben wir das eben nur einmal gemacht und dadurch wird es dann auch breiter. Dafür braucht ihr hier bei der Variante dann halt zusätzlich einfach noch ein Schrägband. In der Farbe, wo ihr wollt. Für mich fand ich es jetzt cool, noch diesen kleinen Farbkleckser zu geben. Genau. Das war das, was ich euch heute zeigen wollte, eben nicht mit 3 Nähten, sondern es waren dann schlussendlich 4 Nähte, weil ich hier oben, das hatte ich als 1 gerechnet, aber ihr seht, es ist wirklich simpel gemacht. Na, einmal oben abnähen, dann einmal zusammennähen und noch ein Schrägband drauf machen bei der Variante. Super einfach. Oder hier wäre es dann einfach so, dass ihr das auch oben zusammennäht. Na, wir hätten dann denselben Abschluss, aber dann legt ihr es rechts auf rechts zusammen, näht es einmal ringsherum ab, hier unten dieser U, und dann würdet ihr das einfach wieder nach außen wenden und dann von außen auch nochmal abnähen. Das die beiden Varianten. Ich für mich ist klar, dass das hier jetzt meine neue iPad-Hülle wird. Ihr seht, die hat wunderbar Platz, hat ein kleines bisschen Spiel. Ich kann das jetzt so wunderbar in meinen Rucksack reinmachen, weil es eben ringsherum geschützt ist. Oben braucht es das für mich nicht. Jo, ich hoffe, ihr habt da selber auch Lust, sowas zu machen. Ist wirklich auch für Einsteiger geeignet. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch, trotz der kleinen Fehlerchen, die mir passiert sind. Und ja, dass es euch gefallen hat. Und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!